ich esse Fleisch und die haben gesagt, ich esse kein Fleisch. Warum? Die haben gesagt, wir sind Vegetarisch. Was ist denn vegetarisch eigentlich? Ich heiße Gerald, ich studiere an der Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim. Ich studiere Elektro- und Luftfahrttechnik, noch im ersten Semester. Ich sage meistens, dass ich aus Kenia komme oder aus Jamaika. Ich verhase gerne Leute. Ich komme aus westlichen Teil von Papua-Neuguinea. Wir sind ein eigenes Volk. Unser Volk die nennt als Melanesien. Das ist die Black People im Pazifik-Ozean. Mein Alltag ist Jagen gehen. Wir jagen fast jeden Tag. Ich glaube, in meiner Heimat gibt es keine Vegetarische. Ich kenne bestimmt nur in Deutschland. Ich bin ja mit Jagen gewachsen. Jagen steckt schon in meinem Blut. Sonst gehen wir jagen mit Pfeilenbogen oder genau halt das. Und meisten Falle bauen, egal, verschiedene Vögel, Falle auf dem Baum oder unter dem Boden oder auf dem Wasser, viele. Wir jagen viele verschiedene Tiere. Wir jagen Koala, es gibt auch Faultiere oder Baumkängurus. Das ist ähnlich wie Känguru, das ist schon Känguru, aber die leben auf dem Baum, das ist Hauptsache. Wir essen alle. In meiner Heimat, wir sind etwa 40 Familien. Einer wohnt ganz oben weiter, einer so sehr weit wohnen die. Ich kann in meinem Dorf, zum Beispiel, mein Freund, der läuft heute Morgen irgendwo, ich weiß nicht, aber wo er geht. Aber wenn ich hinterherläuft und weiß, oh, das ist der Fuß von denen, wir kennen das. Wir haben ein kleines Landebahn, gibt es kein Auto dort, es gibt nur Dschungel, du läufst einfach auf dem Dschungel, bist du einen Tag im nächsten Dorf. Oder wenn du halt mit der Familie kommst, zum Beispiel deine Mutti auch mitkommt, du kannst dann unterwegs in der Höhle schlafen dann. Aber wenn du Männer, junge Leute, läufst du von morgen bis abend, kommst du an. Genau. Ja, in meinem Dorf, weißt du, da landen kleine Flughafen, das ist die weiße Piloten, die aus den USA oder deutschen auch. Und wenn wir von Wald sind, gucken, oh, da landet ein Flugzeug, wir sind tuk, 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 gelaufen und dann gucken, oh, geile, weiße Leute mit kleinen Flugzeugen. Mein Vater, der arbeitet dort, der ist ein Lehrer in dieser Stadt, der heißt Wamena. Ich war dort mit meinem Vater. Ich habe dort mein Abitur geschrieben und ich habe gesagt, okay, ich werde einfach Lehrer. Und da kamen Leute aus der Provinz, die haben gesagt, ey, in Europa, in Deutschland, Frankreich könnt ihr so kostenlos studieren. Und die haben darüber geredet in meinem Dorf. Die haben sich entschieden, die haben gesagt, wenn du willst, kannst du dort, die haben nicht gesagt, wenn du willst, aber die haben gesagt, wir wollen, dass du dorthin gehst. Habe ich gesagt, seid ihr bekloppt oder was? Nach 2 Tagen habe ich meinem Onkel gesagt, okay, warum nicht? Ich versuche diese Abenteuer. Ich gehe raus von dem Dorf, dann ich versuche diese Abenteuer. Die haben geweint, haben Geld gesammelt und haben gesagt, Gerald, wir glauben an dich. Schau mal auf dein Ziel, was du dort bist und wer du bist und woher du eigentlich kommst. Und haben die auch gesagt, du bist unser Pfeil, die wir nach Deutschland schicken. Ich kann nicht vergessen, das war um 3 Uhr in Frankfurt bin ich angekommen und habe ich meinen Fuß in Deutschland so getreten und habe gesagt, oh wow Gott, ich kann jetzt weiße Leute sehen. In meiner Heimat, wenn wir einen Mann zum Beispiel unterwegs sehen, wir reden ganz lange, obwohl ich ihn nicht kenne. Und wenn wir nochmal treffen, wir reden so viele. Aber hier, die haben erstmal kennengelernt. Beim nächsten Mal kommen die, hey, wie geht's dir, was geht? Und so, und ist vorbei. Hier läuft nur einer so, wie ein Mauer so. Die begrüßen nicht, deswegen, warum begrüßen die nicht? Obwohl die schon weiß sind, aber ein bisschen komisch, aber naja. Wo ich komme, es gibt keine Lampe. Es gibt keinen Stromerzeuger dort. Es gibt nur eine Landebahn und deswegen auch mit Flugzeug, weil ich diese Elektro- und Luftfahrttechnik gewählt habe. Und ich will in meiner Heimat nicht nur diese Strom, oder was ich lerne, Elektrotechnik. Ich möchte nicht nur bauen dort,
aber ich will in meiner Heimat die Kinder, kleine Leute dort bilden. Und ich habe Gedanken gemacht, okay, gut, in meiner Heimat, es gibt viele kranke Leute. In meiner Heimat, die Leute brauchen Bildung. Und eine Sache ist Elektrotechnik, ja, Gott sei Dank, ich kann studieren. Und Luftfahrttechnik. Ja, warum nicht, wenn es Gott will, dass ich diesen Studiengang in meiner Heimat mache, mache ich eine Fluggesellschaft, baue ich eine Fluggesellschaft in meiner Heimat. Und kann ich meine Heimat mit einem billigen Flugzeug nach Stadt. Und die können einfach in die Stadt fliegen und dann können die was da kaufen oder irgendwas, können zurück oder irgendwas da, können Bildung bekommen oder das ist meine Hoffnung, dass ich ihnen in meiner Heimat helfen kann. Kaksi, Koprais,